Mein Name ist Ralph van der Wyst. War in Wisconsin geboren, im Bundesstaat Wisconsin, und bin nach Deutschland in August 1969 hier gekommen. Ich bin mit der US Air Force stationiert auf der Flughafen Tempelhof. Ich war mit der US Air Force. Ich war in der Klima- und Kühlung-Abteilung. Wir haben dann für alle die Radargeräte und Funkgeräte, die haben Kühlmaschinen. Wir mussten die immer bewerten und reparieren und immer in besten Zustand halten. Also das war meine Aufgabe. In die Dining Hall, die hatten Kühlschränke und große Kühlräume. Wir haben da die ganze Klimaanlagegeräte und Kühlungsgeräte repariert und in besten Zustand gehalten. Im Moment bin ich der Schatzmeister von diesem Museumverein und ich bin hier zu das Aufsichtsrat zu aufpassen, wenn die Leute kommen rein und die haben Fragen, jetzt können die beantworten über die Luftbrücke oder alles, was wir in der Zeit gemacht haben, von 1945 bis 1994, wenn die Alliierten war hier in Berlin. Und das ist unsere Geschichte von dem Museum hier. Wir waren früher auf die Flughafen Tegel und die alte Verein heißt Vehicle Military Drivers Association und dann dieser Verein ist umgewandelt auf Alliierten in Berlin e.V. und wir hatten für vielleicht 10 Jahre auf Flughafen Tegel unser Museum gehabt mit Flugzeugen, einen kleinen Howitzer Panzer und ein Wagen von der US Army war ein Eisenbahnwagen, wo die MPs haben gefahren, wenn die haben die Panzer transportiert. Und weil wir mussten weg vom Tegel wegen des geschlossen und wird gebaut neue Wohnungen. Wir sind hier oben auf Teufelsberg umgewandert und haben hier einen schönen Raum gekriegt, weil wir können alle unsere Ausstellungen unter den Dach im Fach bringen. Und weil die Panzer passt nicht hier oben zu Teufelsberg, so das steht jetzt auf einem kleinen Flughafen in Land Brandenburg irgendwo. In Gatto, da war die Flugzeuge und der Eisenbahnwagen ist da. Die andere ist in einem kleinen Flughafen draußen in Nordwest von Berlin. Als Museum, Leute, ich bin hier oben vielleicht für 3 Jahre. Wir haben eine Tour gemacht und angeschaut. Weil wir haben geahnt, Tegel wird geschlossen, aber wir waren nicht sicher, wann. Und dann, wir haben für 2 Jahre hier richtig angefangen zu handeln und machen. Und voriges Jahr haben wir den ganzen Transport gemacht. Der Raum war total voll mit Holzrahmen vom Fenster und Türen. Das waren die alte, jemand hat die alle ausgebaut von den alten Wohnungen in Berlin und hier gelagert und dann ist abgehauen. Wir mussten die ganze Touren und alles ausräumen und dann die Wände waren voll mit Graffiti gespritzt. So wir haben die Wände neu gestrichen mit weißer Farbe, das wird nicht so dunkel hier drinnen. Und wir haben viele Monate gearbeitet, jeden Wochenende waren nur Arbeitstage zu sauber machen und alles wegzuräumen. Hier ist nur die Museumausstellung, wo wir sind am Wochenende geöffnet, über den Winter wird Freitag, Sonntag und Sonntag geöffnet und wir versuchen jemanden hier zu haben, dass wir können an die Tage die Museum offen haben, dass die Leute können reinkommen und umschauen und weil wir sind hier, wenn die haben Fragen, wir können die Fragen beantworten. Wir haben 2 verschiedene Typen von Besucher. Manche kommen rein, laufen schnell rein und wieder aus. Und dann wir haben Leute, die sind über eine Stunde hier drinnen, weil die lesen alles, was es abzulesen und haben ein großes Interesse an die Geschichte von die Zeit 45 hier oben von den Alliierten. Und die haben ein großes Interesse. Und dann wird umgesprochen, dass wir haben ein schönes Museum hier oben in Teufelsberg. Im Moment ist ein neuer Eigentümer. Wir bleiben hier bis so etwas. Ein großer Raum könnten wir brauchen, aber wir sind happy mit den Räumen hier, was wir haben. Und wir bleiben hier bis weiteres
und sehen, was passiert. Wir waren nicht nur Tempohaft, ich hatte Klimaanlagegeräte draußen in Marienfelde, das war unsere Sicherheitsabteilung, genau wie Teufelsberg, das war die Schwesterabteilung, gehört der US Air Force und das war in Marienfelde eine Radarstation da oben auf dem Berg. Da war auch eine Trommelberg von die ganzen Sachen vom die alte Gebäude, das war bombardiert. Und dann ich hatte Geräte auf Flughafen Tegel. Wenn die haben den neuen Flughafen gebaut im 1975, haben wir dann eine Radarwand auf die Flugbahn, weil wir können dann die Piloten bei dicken Nebel reinbringen, weil dieses Radargerät war so gebaut, weil die konnte den Glide Path zeigen, dass die kommt unten, und dann da waren die 2 Punkte, war die Landebahn, dass die konnte die sehen ohne dicke Nebel und alles. Und wir haben ein Klimaanlagegerät in dieser Wand und das muss tip-top shape, weil die brauchen ständig, wenn es war neblig oder es schneit oder irgendwas. Ich weiß, was ist hier los, aber die darf nicht sagen, was sie haben gemacht für Arbeit und alles, weil das war geheim und die darf nicht reden über die Arbeit. Weil das war strafbar, wenn die sagt was von der Arbeit. So. Weil die Aufgabe war meistens für die große Radarschirm für die Flugzeuge, weil die konnte alle Flugzeuge in der Luft um Berlin sehen. Und dann war eine von der Höhe, was sie konnte sehen, wie hoch die fliegen, und die andere war für die Tower, weil die konnte an die letzten paar Kilometer reinbringen auf den Radar. Und die haben alle brauchen Klimaanlage, weil die Maschinen laufen warm und heiß, so die musste immer gekühlt. Und auch die Fluglotsen, die ganze Bildschirme brauchte kühle Luft. Ich hatte in der Barracks in Columbia Dam über, was ist heute, die Silver Wings Club, das war meine erste Barracks, bis ich habe geheiratet und dann ich bin in einer Wohnung in Mariendorf gewohnt. Und ich war verheiratet und haben Familie, die haben in Dahlem gewohnt der, und der Hutenweg war eine große Wohnsiedlung von den Amerikanern. Und dann später haben die gebaut draußen in Dupel, war auch eine Abteilung vom Housing. Und die meisten haben da gewohnt oder an der Hutenweg. Und dann später, wenn brauchen viele Wohnungen, die haben Mietwohnungen überall in der Stadt gemietet. Das heißt, das Militär hat die ganze Gebäude gemietet für die Leute. Vielleicht 10% in der Kaserne und der Rest draußen. Ja, weil die meisten waren verheiratet, alte Männer. Und da waren nur die ganz Jungen, die sind frisch nach Berlin gekommen, haben in der Kaserne gewohnt. Wir haben Teile gesammelt von Dosen, von Pulvermilch und Kaffee und andere Sachen. Das war hier geliefert in der Luftbrücke-Zeit. Und wir haben in der Vitrine die ganze Ausstellung mit diesen Teilen drinnen. Und dann wir haben einen Motor vom Flugzeug, steht hier drinnen, und auch eine Reifen, dass die Leute können sehen, wie groß eine Reifen war von den alten Flugzeugen und der Motor von einer C-47.